maximal 800 Watt. 800 Watt. Okay. Ich sag mal, je nachdem, welche Landeseinstellung man hat. Ach, das kann man anpassen. Heißt, wenn ich jetzt im Ausland leben würde, könnte ich da ein bisschen mehr. Aber falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt abonnieren, die Glocke aktivieren, um keine weitere Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja? Von bis, ich habe es nicht probiert, aber Deutschland 800 Watt. Okay. Und läuft hervorragend. Das würde mich jetzt mal interessieren, wie das da mit anderen Einstellungen funktioniert. Einfach mal jetzt aus der Theorie, ne? Theorie. Wie alle anderen Systeme auch, hat dieses Gerät die Möglichkeit, einen normalen, zeitbasierten Lademodus zu nutzen. Das heißt, man stellt ganz klassisch ein, hier, du lädst dich von dann und dann voll, Ja. gibst von dann bis dann 300 Watt ab Genau. und machst es ganz klassisch nach deinem Zeitplan. Kann es. Okay. Dann gibt es noch den CT-Mode. Ja. Das ist der Modus, wo dieses Gerät mit einem Shelly kommuniziert und der voll smart, die App sagt KI-basiert, Ja. Ja. einspeist und ausgibt. Okay. Das heißt, er ermittelt den Verbrauch, was brauchst du? Oh, du brauchst mehr, als das Balkonkraftwerk leistet. Komm, gib Gas. Okay. Also findet da mal so ein Ausgleich statt. Okay. Genau, Ja. genau. Das funktioniert sehr gut. Mein persönliches Highlight für den Winter. Wir wissen, Sonne bleibt mittlerweile ein bisschen aus, die Tage sind nicht mehr so ertragsreich, wird alles ein bisschen weniger. Dieses Gerät kannst du koppeln mit einer Strompreisbörse. Okay. Ja. Gut, da streiten sich auch die Geister. Für alle, die sagen, okay, Ja. finde ich gut. Ja. Ich Ihr persönlich, Auto in der Nacht laden oder weil es gerade günstig ist, da lohnt sich das. Da lohnt sich das. Aber wie Ja, kann ja. ich da, Jan, jetzt ganz ehrlich, wie kann ich da in so ein System, wenn ich sage, ich habe eine PV-Anlage, Ja. ich habe ein Auto, was ich über Tipper oder sowas Ja. abends betanke, Ja. wie kann ich das sinnvoll nutzen? ja, das Problem sinnvoll nutzen geht. Man kann Ja. die Schwellen einstellen und sagen, okay, ab so und so viel Cent bitte vollladen Okay, oder halt nicht. okay. Tipper, du hast es angesprochen, würde ich mir wünschen. Wäre super, ist aktuell sehr populär und weit verbreitet. Aktuell ist nur Nordpool drin. Okay. Das ist quasi die Börse. Da wird auch immer ein Preis angezeigt. Aber da muss man aufpassen, da können auch wirklich Netzzuschläge zukommen, wenn man den Stromanbieter hat. Okay. Ähm, Funktioniert das Ganze automatisiert? Ich bin da echt ein Newbie, Ja, ne? ja. Oder kann ich da Ja. selber sagen, so, oh, jetzt ist aber gerade günstig, tank mal rein. Nee, Das kannst geht du nicht. nicht. Okay. Also du kannst diese App programmieren und trägst Preisschwellen ein. Ah, okay. Okay. So. Und wenn du sagst, Kilowattstunde... Das ist aber alles mit hier drin in dem Ja, Paket. alles da drin. Okay, cool. Wenn er übers Internet kommuniziert bekommt, hier Strom 5 Cent, zack, Vollladen, AC, alles drin. Das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Und wenn ich dann wirklich noch ausbaue, ne? Wenn ich meine Türme dann stapel, meine Garage, dann finde ich das System, wenn du den Aspekt betrachtest, finde ich sehr, sehr stark tatsächlich. Das ist mal was anderes. Ist mal was anderes. Ein ganz anderer Denkansatz, ne? Ja. Aber ich fasse ihn auch die ganze Zeit an, den Speicher. Ne? Der lief ja auch gerade noch, es ist schön warm. Und hier draußen ist einfach nur noch kalt. Das stimmt. Aber Das stimmt. sehr, sehr schön. Wir haben hier vorne auch noch einen Knopf, die hast du gar nicht erklärt. Der Knopf. Oh ja, der Knopf. Der hat sehr viele Funktionen. Wollen wir uns mal kurz Ja, umdrehen? wir drehen mal. Oh. Warte mal. Zack. Tatsächlich haben wir hier einen Knopf. Eher gesagt ein Taster, sage ich mal. Abhängig davon, wie lange man drückt oder in welchen Abständen man drückt, hat dieser Knopf unterschiedliche Funktionen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie gebraucht. An. Genau. Stecker rein, drauf gedrückt, oh, an. So. Und seitdem lief er seit 5 Wochen ununterbrochen. Mehr Funktionen kenne ich von dem Knopf nicht, um ehrlich zu sein. Also wenn ihr mehr Infos braucht, guckt bitte in die Anleitung. Generell, wenn ihr euch schon mal jetzt hier Fragen im Kopf rumschwören, ne, zu diesem tollen Gerät, dann schreibt gerne mal in die Kommentare. Und dann werden wir die in einem zukünftigen Video gerne beantworten. Auf jeden Fall. Natürlich testen wir auch gerne für euch, wenn ihr welche Ideen habt. Hast du einen Grund für mich, warum ich jetzt auf dieses System wechseln sollte? Oder sagst du, hey, Leute, bleibt bei euren Systemen, die ihr habt? Oder Ja. warum hebt dieses System dann mal so eine neue Messlatte an? Ja, ich würde nicht sagen, dass es eine neue Messlatte ist. Grundsätzlich, wir wissen ja, welches System du nutzt.
Es ist ein super solides System, keine Frage. Und es läuft zu 100%. Und das System auch. Es macht letztendlich das Gleiche mit dem Smart Meter, dieser Abgleich und dieses verbrauchsorientierte. Aber diese AC/DC, das ist das, was mich halt... Genau. Und das ist der Punkt, warum ich auf diesen Speicher gewartet habe. Ich habe tatsächlich keine Möglichkeit, meine DC-Leitung auf dem Dach zu verlängern und da DC-seitig einen Speicher anzuschließen. Der würde dann da wirklich auf dem Dach stehen. Und, das ist natürlich so ein großer Vorteil auch. Wenn man schon mal alles hat, haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ne? Dann schließt man sich einfach den Speicher irgendwo an. Genau. Ich brauche halt meine WLAN-Verbindung. Genau. Auch da. Shelly kommuniziert dann einmal mit dem Kopf hier. Alles über den WLAN-Router. Okay. Ganz klassisch, wie man es kennt. Hat das Gerät Bluetooth und WLAN? Oder? Ja. Aber auch hier ebenfalls Bluetooth-Verbindungen aufbauen, um die WLAN-Konnektivität herzustellen. Okay. Und man kann später auch die Updates über Bluetooth machen. Okay, verstehe. Falls du es nicht übers Hausnetz machen möchtest. Das läuft auch. Aber ansonsten hat man hier wirklich rein eine WLAN-Kommunikation. Bei mir war es der Aufstellort. Okay, das war dein Grund? Ja, darauf habe ich gewartet. Okay. AC-Ladung, jetzt steht das Gerät hier hinten immer an der Wand. Und AC-Seite ist auch recht untypisch. Die meisten kennen DC und sagen hier Module rein und dann matcht das schon irgendwie. Ja. Aber das ist natürlich, ich kannte das anfangs auch noch nicht, als du gesagt hast, hier, ich habe jetzt ein neues System, war ich natürlich ganz heiß drauf, dass du das dann mitbringst. Und ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen Tüftler und Bastler. Ich habe ja ein Setup auf dem Dach, was nicht immer beständig ist. Also ich tausche ja auch mal durch, ich probiere aus. Und hiermit bin ich echt komplett unabhängig. Ne? Es ist egal, wie viele Module, wie viele Wechselrichter, welche Hersteller. Es interessiert ihn. Und wenn ich genügend habe, kann ich tatsächlich auch mein Auto damit aufladen. Ne? Natürlich reicht dafür nicht ein so ein Klotz, aber ich müsste natürlich ein bisschen stapeln und ein bisschen weiter nach rechts rüber gehen. Aber wenn du schon sagst, bis 20 kW oder so, 23 kW tatsächlich maximal, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Das findet man so auch ziemlich selten auf dem Markt. Ne? Jetzt wird sich der eine oder andere natürlich auch fragen, Amortisation, wie lange lebt mein System überhaupt? Die Akkus werden ja auch durch Kälte schwächer, durchs Aufladen, durchs Entladen. Da gibt es ja diverse Faktoren, die man immer wieder beachten muss. Brauche ich das überhaupt? Ja, was meinst du denn? Wie rechnet sich das System? Also Sendur sagt, mit der Kopfeinheit und 2 Erweiterungsspeichern mit rund 4 kW, 2000 Watt Solarleistung, kann man eine Ersparnis erzielen von bis zu 896 € im Jahr. Das ist ordentlich. Ja, knapp 900 €. Genau. Das ist schon amtlich tatsächlich. Ja, aktuell mit Wärmepumpe kommen wir an die 6000 kW ran. Ja. Und wenn ich da schon so ein Drittel sparen kann, ist das schon ziemlich cool. Ne? Das hat was, ne? Zu der Garantie sagt Sendur 10 Jahre. Lebensdauer werden sie mit 15 Jahren. Ja. Was meiner Meinung nach 15 Jahre ist gut. Amtlich ist. Hält bei uns jetzt nicht so lange. Also vielleicht 2 Jahre, bis das neue System kommt. Ja. Und dann wird durchgetauscht. Wir probieren halt gerne was anderes aus. Ja. Ne? Wir sind halt Tüftler und freuen uns natürlich auf neue Innovationen. Das ist so. Aber ich sag mal, für alle anderen, die sagen, hey komm, brauche ich das überhaupt? Amortisation und so weiter. Ganz ehrlich. Passt das? Lebt das überhaupt so lange, das System? Ja. Ist ja schon okay. Ladezyklen? 6000, klassisch. Ne? 70% Nominalleistung hinterher. Ja, heißt 30% verlieren wir. Genau, über das die ist Jahre. aber völlig in Ordnung. Ja. Und man hätte bei einem Ladezyklus, um das mal zu erklären, ist einmal Aufladen, einmal Entladen des Speichers. Genau. Ja, haben wir einen Zyklus bei 365 Tagen im Jahr. Vielleicht haben wir da 300 Zyklen ungefähr. Ja. 6000 durch 300 sind ungefähr 20 Jahre, wenn alles gut geht, bis der dann irgendwann vielleicht noch platt ist. Ja. Aber ich glaube, 20 Jahre hat keiner den Speicher hier. Gucken wir sich das entwickelt sich ja so rasant, das Business. Ne? Das ist so. Da haben wir nächstes Jahr wahrscheinlich noch kleineren Speicher mit noch mehr Kapazität oder so. Ne? Das und ist wenn du es einpackt, dann ist man dabei, tauscht man ja da aus. bleibt man auch dabei. Ja, das ist so. Für alle, die sagen, Elektriker habe ich keinen Bock drauf, Ja. gibt es auch eine vereinfachte Version, um den integrierten... Ist wirklich ganz frisch Ja? für den CT-Mode. Genau, okay. Also, Dann schieß mal los. Oh, Wir wollen es ja intelligent und das Ja. so einfach wie möglich. Ja. Und ich will auch keinen Elektriker nochmal bezahlen, dass er mir einen Shelly installiert, Ganz wenn ich simpel. ihn nicht schon habe. Ja, hast du mir gerade schon was Tolles gezeigt.
Der Eco-Tracker von Everhome. Dieser lässt sich jetzt in dieser Sendur-App verbinden und ganz einfach auf den Stromzähler mit einem Magnet klippen. Cool. Ne? Ich bin baff. Und der Eco-Tracker liest quasi den Stromzähler aus über die Fotodiode und übermittelt über WLAN die ganzen Daten auf den Hyperzeitraum. Weißt du, wie schnell das funktioniert? Ja. Shelly war es ja immer so, ich habe mal unter 3 Millisekunden oder so, Ja. dass sich das alles angepasst hat. Und würde mich echt mal interessieren, ob es bei diesem Modell genauso wäre oder ist. Das erzähle ich dir gleich im Fazit. Okay. Weil da gibt es tatsächlich ein bisschen was zu erzählen. Oh, ich bin aufgeregt. Falls noch nicht geschehen, dann klickt jetzt nochmal auf den Like-Button, abonniert gerne den Kanal. Da freuen wir uns natürlich immer sehr drüber. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei und auch auf unserer Website www.viermänner.com. Stramme Geschichte, schaut einfach mal rein, besucht die Website, klickt euch ein bisschen durch, da sind auch einige Videos hochgeladen. Und alle Artikel, die wir euch hier heute zeigen, findet ihr natürlich auch wieder in der Videobeschreibung. Das ist immer so, Ja. um es euch so einfach wie möglich zu machen. Die Inbetriebnahme. Bei mir ist es so, wenn ich was Neues habe, ich will es sofort auspacken. Du willst benutzen. spielen damit, ne? Du willst es sehen, du willst in den App die Ergebnisse sehen. Genau. War auch möglich, aber ich musste Geduld haben. Warum? 2 Bierlängen, oder? Leider nein. Vorweg erstmal Updates. Ja. Akku-Update, Hyper-Update, alles gemacht, alles schön. Okay. Und dann musste sich der Akku kalibrieren. Das habe ich leider gar nicht so wirklich in der App wahrnehmen können. Das habe ich hinterher erst im Forum gelesen. Man schließt es an und muss erstmal warten, weil der Akku muss sich einmal voll aufladen, um sich zu kalibrieren. Aber wenn die Sonne scheint, ist das ja kein Problem. An sich schon, aber bei mir war es abends und ich habe keine Panel drin. Und du wolltest das System sehen. Ja. Okay. Also AC angeschlossen, einmal voll aufladen und dann war es nutzbar. Ja, okay. Dann war es nutzbar. Danach habe ich direkt den CT-Mode aktiviert, weil der Shelly ist installiert. Ganz wichtig bei dem CT-Mode, man muss die Phasenüberwachung einschalten. Okay. Erst wenn du sagst, Phase A, B, C überwachen, geht er in diesen Modus. Okay. Das war auch... Und das Ganze passiert in der App von Sendur? Genau. Okay. Genau. Habe ich erst nicht gemacht und habe mich gefragt, warum funktioniert das denn nicht? Was ist denn das für ein Quatsch? Habe schon die Mail verfasst und dann nochmal ein bisschen gescrollt. Da gab es ja noch nicht so viele Informationen, weil für 5 Wochen das Ding war frisch draußen. Ja. Hab dann aber den Punkt gefunden, Phasenüberwachung, ABC reinhaken und dann scannt er auch die Phasen und danach lief es problemlos. Wie würdest du allgemein die Verbindung, Konnektivität zwischen Shelly, App und Sendur beschreiben? Semi. Ja? Semi. Weil viele kennen von euch Shelly, die Systeme funktionieren auch richtig gut. Ja. Von anderen Systemen kennt man das, dass es innerhalb von 3-4 Sekunden regelt, wenn Verbräuche oder Erträge da sind. Das schafft dieses Gerät leider nicht ganz so schnell. Okay. Muss es meiner Meinung nach aber auch nicht. Darf ruhig ein bisschen träger sein. Problem dahinter ist, dass das keine lokale Verbindung ist, sondern eine Verbindung von App zu App. Quasi von Cloud zu Cloud. Ja, okay. Man trägt die Shelly Cloud in Sendur ein und Sendur erhält alle Daten über die Shelly Cloud. Ja. Das heißt, verschluckt sich mal die Shelly Cloud, fehlen hier Daten bei Sendur. Okay. Grundsätzlich überhaupt kein Problem. Ich hatte das auch mal probiert, mal den Ofen angerissen. Ja, ich sag mal 6 bis 10 Sekunden und dann hatte er das auch drin. Ja, also das lief. Ist meiner Meinung nach ein kleiner Minuspunkt mit dem Cloud zu Cloud. Alternativ kann man natürlich das Sendlink-System nutzen. Ist ähnlich wie ein Shelly, umzuklicken. Ich glaube, dann kommuniziert er ein wenig schneller, weil es innerhalb des Systems ist. Aber grundsätzlich wärmstens zu empfehlen mit Shelly. Okay. Und wie schaut es bei deinem kleinen blauen Modul aus, was du mitgebracht hast? Das ist tatsächlich ähnlich. Ja, ist es auch so? Ja, da erfasst er die Daten auch über die Fotodiode und kommuniziert über beide Cloud-Systeme, Sendur und Everhome. Okay. Ja.
Aber Zendur hat sich das auch gespart, ne? Die haben keinen eigenen Smart Meter in dem Sinne, sondern... Doch, das Sending-System kann benutzt werden und auch messen tatsächlich. Ah, okay. Aber wer hat kein Celly? Also die ganze Welt hat Celly zerbaut. Von daher, es funktioniert gut, ist ganz solide. Ich finde, wie gesagt, mein Fazit, ich habe das System nicht benutzt, aber so wie du gerade erklärt hast, ist natürlich für mich diese Erweiterung, diese enorme Erweiterung, auch mit einer größeren PV-Anlage, schon ziemlich interessant tatsächlich. Das stimmt. Schon sehr zukunftsorientiert. Ja, ne? doch. Also wenn du mal größer werden willst, kann das... Und das ist auch das ältere System, hast du auch gesagt, ist auch kompatibel damit, ne? Ja, genau. Das ist ziemlich stark. Ja, die ganzen Solar-Flow-Akkus, die es in Generation 1 und 2 gab, lassen sich hier alle ranstöpseln. Weißt du, ob es vielleicht ich traue mich gleich diese Frage zu stellen, ob die Möglichkeit besteht mit anderen Batterie, weißt du, da gibt ja so einen Batüffler, ne? So diesen Batterieklotz. Habe ich auch schon mal in Reihe geschaltet, die ganze Garage voll und die autark mit 1000 kW. Ne? Gibt es da die Möglichkeit? Nein. So? Ganz klar, nein. Könnte man? Also, grundsätzlich ist da ein Stecker dran, ja. Okay. Der Stecker ist auch sehr speziell. Ja. Das ist wahrscheinlich ein hauseigener Stecker. Aber der hat wahrscheinlich auch einen Plus- und Minuspol, keine Frage. Ja. Aber nein, würde ich definitiv von abraten. Steht auch nicht in der Anleitung, wird nicht möglich sein. Hyper 2000, Sendo-Speicher, mehr geht nicht. Schönes System. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr generell Fragen habt, Anmerkungen und auch was ihr betreibt oder was auch ihr dazu sagt. Ja, würde mich mal interessieren. Ja. Zendur, ist das die Zukunft? Geht ihr da mit Jan? Ja. Geht ihr da mit Jan? Ja. Oder sagt ihr, ich nutze was anderes? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Bin echt gespannt oder wir sind echt gespannt, was ihr da so reinschreibt. An alle, die jetzt so ein bisschen mehr Integration in ihr Smart Home haben möchten. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch hier schon ein Faktor. Ja. Und ich würde dich bitten, dass du das mal erklärst, wie ich das Ganze jetzt in mein Smart Home einbinden könnte. Ich habe es ja eingebunden tatsächlich. Ach, du hast das schon? Ich habe das schon. Hast du mir noch gar nicht gezeigt. Nee. Und zwar kann man dieses Gerät hier ansteuern über MQTT. Ja. Das ist ein Protokoll, über das man übertragen kann. Mhm. Und kann das integrieren in sein Home Assistant. Okay. Das ist integrierbar über die Schnittstelle. Ja. Habe ich auch schon gemacht. Und dann kannst du ganz einfach Wenn-Dann-Regeln quasi programmieren, eintragen. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich mehr auslesen, ne? Wahrscheinlich auch irgendwelche Displays mir das Ganze darstellen lassen. Ja, also darstellen lassen kannst du schon, auslesen kriegst du natürlich nur die Werte, die du auch in der App hast. Mhm. Aber du kannst da viel mehr mit anstellen. Okay. Ne? Also jetzt, alle Tüftler da draußen. Jetzt gibt es ja Leute zum Beispiel, die haben mehrere Balkonkraftwerke. Was? Ja, also hab ich gehört. Das ist doch gar nicht erlaubt. Genau. Und jetzt ist es zum Beispiel so, wenn der Speicher voll ist, kann man ja ein Balkonkraftwerk abstellen. Ach so. Ne? Warum sollst du so viel ins Netz leiten, wenn du es gar nicht brauchst? Mhm. Und wenn die Speicherkapazität wieder abnimmt, kann das andere ja wieder mit angehen. Das ist ja spannend. Ja, das ist ja spannend. Das ist super spannend. Und das ist tatsächlich über MQTT problemlos möglich. Okay. Und da müssen die Wechselrichter nicht diese Ansteuerung für haben? Also ich meine, die anderen Wechselrichter... Ja gut, also die muss natürlich auch irgendwie ansteuern können. Ja. Oder mit einem Celly ein- und ausschalten, je nachdem. Ach so. Aber grundsätzlich hat man hier die höchste Kompatibilität durch MQTT. Okay. Habe ich auch noch nie gesehen bei einer Hersteller und nicht drauf geachtet. Unsere Zuschauer werden es kennen, du nicht. Okay. Sorry. Ja. Grundsätzlich muss ich sagen, super Aufmachung, super System, wirklich smart, AC-seitig, das ist neu, das hat noch keiner. Mhm. Ne? Funktioniert wirklich super. Aber, ein Aber gibt es tatsächlich bei der AC-seitigen Betreibung. Oh. Jetzt schieß mal raus, ja. Also hier ist ein Relais drin. Ja. Oh, schön.
Dieses kann schalten zwischen AC Input, AC Output. Okay. Dieses Relais nimmt sich intern eine Leistung von 150 Watt als Puffer zum Schalten. Okay. Das heißt, sobald ich 200 Watt einspeise in mein Haus und über habe, klickt das Relais um, speist 150 Watt ins Netz als Puffer und speichert 50 Watt im Akku. Das heißt, diese 150 Watt nimmt er immer als Schaltzeit. Okay. Klick, klack, klick, klack, rein, raus. Ne? Und das ist halt meiner Meinung nach ein ziemlich großer Puffer, den man erstmal überhaben muss. Also mit einem normalen Balkonkraftwerk, dieses Gerät AC-seitig mit 2 Panels, ist schwierig. Weil dann hast du schon mal einen Überschuss, musst du 150 Watt nochmal abziehen. Von daher würde ich das tatsächlich wirklich nur AC-seitig nutzen, wenn ein bisschen Dampf dahinter ist. Ja, 4 Pellets. Mindestens 4 Pellets. Ja, mindestens 4 Pellets. Von daher, schade drum. Vielleicht tut sich da noch ein bisschen was, dass dieser Schaltpuffer noch ein bisschen geringer wird. So 50 Watt würden mich freuen. Aber die machen natürlich auch alles um langlebig. Ich habe auch gehört, der Kundendienst soll auch ganz gut sein. Oder? Nicht so? Ja. Also grundsätzlich muss ich sagen, habe ich positive Erfahrungen gemacht. Ich wurde gut bedient. Ich konnte mir dieses Teil kaufen. Ich habe es geliefert bekommen. In der App hat man ein integriertes Forum. Okay. Wo man direkt mit Gleichgesinnten schreiben kann. Ja. Das ist sehr, sehr hilfreich und ist tatsächlich meistens schneller als der Support. Ja, ist doch gut. Ne? Das ist, finde ich, eine sehr, sehr gute Lösung. Dass User hilft User. Genau, direkt in der App. Ja, okay. So kann man natürlich eine Mail an den Support verfassen, aber dann, man weiß, der dauert das 48 Stunden oder wie auch immer. Und da hat man wirklich direkt die Möglichkeit, mit Usern zu kommunizieren, da Feedback zu bekommen. Und das hast du auch schon mal genutzt? Und da haben die Leute geschrieben? Ja, tatsächlich. Oh, cool. Das war der Moment, wo ich gewartet habe, warum ich das nicht nutzen kann. Ne? Ach so, bei deiner Kalibrierungsphase. Okay, spannend. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Von daher, hat daher, jetzt Sendio noch geschrieben? Gesagt, hier, du musst die Kiste erstmal aufladen? Nee, ich habe Sendio gar nicht angeschrieben. Ich bin direkt in das Forum gegangen. Ach, direkt über das Forum und dann, okay. Ja. Also hast du keine Aussage dazu? Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich. Gut läuft oder nicht? Okay. Ich habe nur gelesen, dass man wirklich 2 Tage teilweise warten muss, bis dann eine Antwort kommt. Ja. Aber gut, bei vielen Fragen, neue Produkte, Unerfahrenheit. Wahnsinnshype, ja. Hyper. Ja. Und dann kommst du noch um die Ecke und weißt nicht, wie das Ding da funktioniert, ne? Im Erstbetrieb. Ja, mein Gott, irgendwas ist doch immer. Ja. Nein, aber grundsätzlich durchweg positives System. Ich habe gemerkt, dass mir ein Speicherplatz tatsächlich ein bisschen zu wenig ist. Ja. Den habe ich schon beim guten Tag mittags voll. Kommt noch ein zweiter dazu. Da habe ich ein bisschen mehr Ruhe für die Nacht. Ja, im Sommer lohnt sich das, ne? Aber aktuell, glaube ich, wirst du den ja auch nicht voll kriegen. Ne? Nee, aktuell ist mau, schwierig. ist dunkel. Mau. Ja. Sehr dunkel. Ja. Trauriges, kaltes Wetter in Norddeutschland. Es regnet. Die Panels werden zwar sauber, aber die Sonne bleibt aus. Okay. Ja, langes Video. Ich hoffe, wir sind auf alle interessanten Punkte eingegangen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werden wir uns den Fragen natürlich nochmal annehmen. Like das Video, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Jan, in diesem Sinne vielen Dank für die Vorstellung. War wieder sehr erfrischend. Mal was anderes. Neues System. Ja. Ich finde es klasse. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird. Ich habe auch schon wieder gelesen, da kommt wieder was Neues aus anderen Richtungen. Ja. Wir bleiben natürlich dabei, wir informieren euch. Genau. Macht's gut, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.